Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Buch Meine Depression ist deine Depression. Ein Buch gegen das Alleinsein teilt der gefeierte Kabarettist Maxi Stettenbauer offen und schonungslos seine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen. Dieses Werk richtet sich nicht nur an Menschen, die selbst direkt betroffen sind, sondern auch an deren Angehörige, Freundinnen, Kollegen und Interessierte, die ein besseres Verständnis für psychische Erkrankungen entwickeln möchten. Maxi Stettenbauer gelingt es mit einer Mischung aus Ehrlichkeit, Empathie und seinem typischen Humor, die Thematik der Depression greifbarer und zugänglicher zu machen. Durch seine Einblicke wird schnell klar, wie individuell, komplex und kaum nach außen sichtbar die Krankheit ist. Das Buch schafft es, Scham- und Tabugrenzen zu durchbrechen und sendet die wichtige Botschaft: Du bist nicht allein. Die gelungene Verbindung aus persönlichen Erzählungen, sachlicher Aufklärung und gesellschaftlichem Kontext macht das Buch zu einem wichtigen Beitrag in der Diskussion um psychische Gesundheitsprobleme und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Verständnis für Depressionen entwickeln. In diesem Kapitel vermittelt Stettenbauer, wie vielfältig sich Depressionen äußern können und wie schwer es für Außenstehende oft ist, die Krankheit zu erkennen oder nachzuvollziehen. Anhand verschiedener Episoden aus seinem eigenen Leben beschreibt er emotionale Leere, Antriebslosigkeit und Hoffnungslosigkeit, die ihn immer wieder heimsuchen. Leser lernen die typischen Symptome, Auslöser und Verlaufsformen kennen. Zudem stellt er dar, dass Depressionen keine Frage von Schwäche oder Einstellung sind, sondern ernstzunehmende medizinische Erkrankungen mit großem Leidensdruck und komplexen Hintergründen. Durch seine Offenheit trägt Maxi dazu bei, Schuld- und Schamgefühle bei Betroffenen zu verringern und Vorurteile in der Gesellschaft abzubauen. Aus dem Einblick in seinen Alltag beginnt man, Empathie statt Unverständnis für Menschen mit Depressionen zu entwickeln. Zweitens: die Bedeutung von Offenheit und Kommunikation. Stettenbauer plädiert in seinem Buch dafür, offen über psychische Probleme zu sprechen. Er schildert eindringlich, wie schwierig es sein kann, sich anderen Menschen anzuvertrauen, aus Angst vor Zurückweisung oder Stigmatisierung. Dennoch zeigt er auf, dass ehrliche Kommunikation maßgeblich zur Heilung und zum gegenseitigen Verständnis beitragen kann. Besonders wertvoll sind Berichte über Gespräche mit Familie, Freunden und professionellen Helfern. Offenheit schafft Verbindung zwischen Betroffenen und ihren Mitmenschen. Sie trägt zur Akzeptanz bei, wirkt dem Tabu entgegen und kann dazu motivieren, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu leisten. Das Kapitel macht Mut, das Schweigen zu durchbrechen und authentisch über Gefühle, Gedanken sowie Herausforderungen zu sprechen. Drittens: Wege aus der Isolation. Hilfe suchen und annehmen. Die Einsamkeit ist eine häufige Begleiterscheinung der Depression. Maxi Stettenbauer widmet diesem Thema ein ausführliches Kapitel. Er erzählt, wie schwer es gerade Depressiven fällt, aktiv Kontakte zu suchen und Unterstützung anzunehmen. Häufig wird die Isolation als vermeintlicher Schutzmechanismus wahrgenommen. Dennoch betont er die Notwendigkeit, sich zu öffnen und Hilfe aktiv einzufordern. Dabei können sowohl Therapien als auch das Gespräch mit engen Bezugspersonen lebensrettend sein. Durch echte Erfahrungsberichte und Tipps, Hürden auf dem Weg zur Unterstützung zu überwinden, vermittelt dieses Kapitel praktische Anleitungen und zeigt, dass niemand wirklich allein mit seiner Krankheit bleiben muss. Die Message lautet: Es gibt Wege aus der Isolation und sie zu gehen kostet zwar Überwindung, lohnt sich aber für das eigene Wohlbefinden. Viertens: Das Leben mit Depression im Alltag. Ein zentrales Element des Buches ist die realitätsnahe Schilderung des Alltags mit Depression. Maxi beschreibt, wie die Krankheit sämtliche Lebensbereiche beeinflussen kann. Von Beruf und sozialen Beziehungen bis hin zu den täglichen Routinen wie Aufstehen oder Nahrungsaufnahme. Dabei schildert er nicht nur die Herausforderungen, sondern berichtet auch von Rückschlägen, kleinen Erfolgen und Wegen, den Alltag zu strukturieren. Leser erhalten Einblicke in verschiedene Bewältigungsstrategien,
Methoden der Selbstfürsorge und die Bedeutung kleiner Ziele und Rituale. Das Kapitel vermittelt, dass der Umgang mit Depression ständig neu ausgehandelt werden muss und dass auch Rückschritte und schwierige Tage dazugehören. Gleichzeitig macht es Mut, sich nicht aufzugeben und Schritt für Schritt weiterzugehen. Schließlich gesellschaftliche Perspektive und Entstigmatisierung. Abschließend nimmt Maxi Stettenbauer die gesellschaftliche Wahrnehmung von Depressionen in den Blick. Er thematisiert Vorurteile und Fehlannahmen, die immer noch verbreitet sind, etwa, dass Depressive einfach nur willensschwach seien oder sich zusammenreißen könnten. Durch seine offene Lebensgeschichte und seine klare Sprache unterstützt das Buch aktiv die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Es regt dazu an, Missverständnisse zu hinterfragen und neue Wege der Aufklärung zu beschreiten. Zudem verdeutlicht Stettenbauer, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und mehr Verständnis von Politik, Medien und Arbeitgebern sind, um Betroffenen zur Seite zu stehen. Das Kapitel unterstreicht die Wichtigkeit, psychische Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Zusammenfassend: Meine Depression ist deine Depression. Ein Buch gegen das Alleinsein ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen möchten, sei es aus persönlicher Betroffenheit, im beruflichen oder familiären Kontext oder aus gesellschaftlichem Interesse. Das Buch richtet sich an Menschen, die Unterstützung suchen, aber auch an jene, die empathischer und informierter auf Mitmenschen zugehen wollen. Maxi Stettenbauer schafft es, Ängste und Unsicherheiten abzubauen, authentische Einblicke in das Leben mit Depression zu geben und aufzuzeigen, wie wichtig Offenheit, Verständnis und gegenseitige Unterstützung sind. Wer dieses Buch liest, kann lernen, das Schweigen über psychische Erkrankungen zu brechen, Hemmschwellen im Umgang zu überwinden und aktiv zu einer weniger stigmatisierenden Gesellschaft beizutragen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ratgebern legt dieses Buch besonderen Wert auf persönliche Ehrlichkeit und Humor, ohne dabei die Ernsthaftigkeit der Erkrankung zu verharmlosen. Es bietet praktische Hilfe, emotionale Entlastung und eine neue Sicht auf Depression jenseits von Pathologisierung und Phrasen. Der Kauf lohnt sich besonders für jene, die wissen wollen, wie es Betroffenen wirklich geht, aber auch für alle, die den Mut suchen, das eigene oder das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Maxi Stettenbauers Werk ist authentisch, mutig und unglaublich wichtig. Es schenkt Solidarität und Hoffnung, wo sie dringend gebraucht werden. Wenn Sie unterstützen möchten, Maxi Stettenbauer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.